In einem Tierheim für obdachlose Tiere sollte dieser kranke Pitbull eingeschläfert werden, doch ein kleines Mädchen bemerkte ihn, und sein Leben veränderte sich. Eines Frühlingsmorgens wachte Inga vom Getrampel kleiner Füße auf. Ihre Tochter Sarah hatte sie seit Monaten angefleht, ein Haustier zu adoptieren. Jeden Tag, wenn sie den Golden Retriever der Nachbarn sah, inszenierte das Mädchen Tränendramen. Inga winkte ab, aus Angst, das Tier könnte sie beißen. Doch an diesem Morgen war Sarah hartnäckig, und Inga willigte ein, ins Tierheim zu fahren. Dort blieb Sarah zwischen Dutzenden Hunden vor einem Käfig mit einem jämmerlichen Pitbull stehen. Inga war von seinem erbärmlichen Zustand überrascht und dachte, sie würden ihn nicht mitnehmen. Doch Sarah setzte sich hin und streckte die Hand aus, während sie den Hund rief. Der Hund winselte kläglich, zeigte aber keine Aggression. Sarah streichelte ihn, und der Hund legte sich hin, ließ sich geduldig von dem Mädchen berühren. Das rührte nicht nur Inga, sondern auch eine Tierheimmitarbeiterin, die erzählte, dass der Pitbull ein trauriges Schicksal erwartete, die Einschläferung, weil das Geld für seine Behandlung fehlte. Sarah verstand trotz ihres jungen Alters, dass der Hund Hilfe brauchte. Inga umarmte ihre Tochter und sagte, wir nehmen diesen Hund und machen ihn gesund. Sarah lächelte, und Inga hoffte, dass ihre Tochter den Hund schnell vergessen würde, doch alles kam anders. Zu Hause richteten sie ihm ein gemütliches Plätzchen ein, und Sarah nannte den Hund Bond. Der Hund folgte dem Mädchen überall hin und jammerte, wenn sie den Raum verließ. Einige Tage später brachte die Familie Bond zum Tierarzt. Sarah wollte nicht zu Hause bleiben und wartete ungeduldig, bis er zurückkam. Bald wurde Bond mit Medikamenten zurückgebracht, und Inga und Sarah befolgten strikt die Anweisungen der Tierärzte. Nach einigen Wochen war der Hund vollständig genesen und liebte seine Besitzer, besonders Sarah. Inga entschied, dass Bond bereit für das Training war, und sie meldeten sich für einen Kurs an. Sarah beobachtete stolz, wie Bond übte, und der Hund suchte stets ihren Blick in der Menge. Eines Tages im Park bemerkte Sarah, wie Bond lebhaft mit einem anderen Hund spielte, und freundete sich schnell mit dessen Besitzer an. So fand Bond nicht nur eine Familie, sondern auch einen Freund. Inga dachte darüber nach, wie viel sich in dem Jahr seit ihrem Besuch im Tierheim verändert hatte. Jetzt herrschten Frieden und Glück im Haus. Bond wurde immer selbstbewusster und treuer, und für Inga war es unbezahlbar zu sehen, wie sich um ihre Tochter ein Kreis der Liebe und Harmonie gebildet hatte. Das Leben des unglücklichen Tieres hatte sich durch Fürsorge und Liebe verändert. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.